Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ihr seht schon, was abgeht. Wir befinden uns wieder auf dem Server 46 International, der ja am Freitag gestartet ist. Und ich hatte ja gestern bereits dazu ein Video gemacht und hatte dann auch das Ganze begutachtet, wie es dann auf dem Server aussieht. Und kurz nachdem ich das Video aufgenommen hatte, ich hatte das Video um 15 Uhr aufgenommen und kurz danach ging es dann los, dass Bud Spencer dann anfing mit den Dungeons und gegen, keine Ahnung, 17 Uhr oder so, also 2 Stunden später in etwa, war er dann fertig gewesen mit den Dungeons und hat dann Stufe 210 erreicht. Das heißt, circa 25 Stunden nach Serverstart ist er Stufe 210 geworden. Jetzt, wo ich das Video gerade aufnehme, haben wir es jetzt 20 Uhr. Ja, das heißt, er ist jetzt schon ein paar Stunden fertig mit den Dungeons machen. Und ja, das ist momentan der Rekord hier auf dem neuen Server. Also es ist, ich weiß nicht, ob es ist wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, ob es jetzt der höchste Rekord ist oder so. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Dafür habe ich die anderen Server zu wenig im Blick gehabt. Allerdings muss man sagen, es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung. Und wie ich rausgehört habe in den Kommentaren von gestern, verbirgt sich dahinter auch ein bekanntes Gesicht. Wer soll sonst dahinter sein? Es ist der Davalon, der hier sich als Bud Spencer wohl ausgibt auf dem Server. Und ja, das Ganze ist natürlich dann anhand der Leistung dann auch glaubwürdig, sag ich mal, weil viele immer noch heutzutage glauben, oh, wie geht das? Wie kann man so nach so kurzer Zeit Serverstart Stufe 210 werden? Der cheatet doch, Hacks, den reporte ich mal so, ne? Aber die Leute wissen halt nicht, wie das heutzutage läuft und wie man heutzutage sehr schnell dieses Level erreichen kann, ohne Cheats und ohne irgendwelche Sachen. Und ich bin froh, dass ich mit Davalon damals mal ein Video aufgenommen habe. Das Ganze habe ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hatte ja mit dem Davalon ein Video gemacht, was hieß, wie du Stufe 220 in 2 bis 3 Tagen schaffst. Ja, jetzt hat er es in 25 Tagen geschafft hier. In 25 Stunden geschafft, Stufe 210 zu erreichen nach Serverstart. Ja, und das Video geht 38 Minuten mit Davalon zusammen und dort hatten wir dann im Detail, wirklich im kleinsten Detail erklärt gehabt, wie man das Ganze zustande bringt für die Leute, die das nicht verstehen können, wie das funktioniert. Ja, also das ist auf jeden Fall so die Sache und das Ganze ist wirklich machbar. Ja, wie gesagt, das Ganze hier auch nochmal in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das reinziehen. Dort gibt er auch nochmal, da ist er auch mit Stimme zu hören. Ja, also es ist nicht irgendwie so ein Interview mit, keine Ahnung, Tipps geben und ich lese das vor, sondern er ist da mit bei und gibt seine Tipps dazu ab, wie er das schafft, wie er das geschafft hat und wie er es wieder auf diesem Server geschafft hat und wie er es vielleicht auf nächsten Servern schafft und wie er es auf den letzten ganzen anderen Servern auch geschafft hat, ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, mir kam so die Idee, aber nagelt ihn bitte nicht drauf fest und nagelt mich nicht drauf fest, das ist einfach nur ein Gedanke von mir, wenn man mal sowas machen könnte, dass man eventuell beim nächsten Serverstart oder beim, keine Ahnung, wenn er wieder sowas vorhat, dass man das Ganze vielleicht auch irgendwie festhalten könnte, weil ich weiß auch nicht, wie sehr er noch in die Öffentlichkeit möchte, da habe ich keine Ahnung von, ja, zumal er jetzt auch nicht sein richtiges Profilbild hier drin hat, er hat ja auch einen eigenen Avatar, das ist vielleicht auch so ein bisschen eher vielleicht unentdeckt bleiben oder so, hat ja auch bestimmt alles so seine Gründe, denke ich mal, und ich würde es aber trotzdem sehr feiern, wenn man sowas so spielt er ja jetzt so für sich privat, gehe ich mal von aus. Und wenn man sowas denn aus seiner Sicht dann irgendwie noch festhalten könnte für die Leute, damit die das auch nachvollziehen können, wie man das schaffen kann. Also wir haben ja hier einmal das Ganze in der Theorie nur besprochen gehabt. In der Praxis fehlt das Ganze anhand eines optischen Beispiels noch. So, das gibt es jetzt so irgendwie nicht. Wie man schafft, mit circa 20.000 Pilzen in 2 bis 3 Tagen dieses absurde Level zu erreichen. Und ihr seht, es ist auch kein anderer in der Nähe irgendwie, der hier an diese Stufe rankommt momentan. Es ist aber wirklich so der Fall, dass man innerhalb von ein paar guck mal, hier ist sogar Demonko, ja, moin, hier ist wenigstens einer mit Profilbild, dass man es innerhalb von ein paar Stunden und innerhalb von ein paar Tagen auch wirklich diese Leistung schaffen kann.
Ja, und dass das kein Humbug ist und kein Cheaten und was weiß ich sonst für Sachen. Ne? Aber die neuen Leute, also die Leute, die noch nicht lange in Shakes and Fidget mit dabei sind, die können das vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Ja, und für die Leute, die, keine Ahnung, die da schon ein bisschen länger dabei sind, das auch nicht nachvollziehen können, die gehen dann davon aus, dass es irgendwie gecheatet oder so. Ne? Aber es ist halt wirklich wahr. So, die Features, die Shakes and Fidget über die letzten Jahre in das Spiel implementiert hat, sind daraufhin aus, dass man den größten Spielspaß so ungefähr, ab Stufe 50 geht's los mit Epic Event und ab da geht's dann nachher dann auch steil bergauf bis Stufe, lass es so 250, 300 sein. Ab da wird es dann nachher ein bisschen zäh, ne? Aber bis dahin ist das kein Problem, ihr habt es gesehen. Wenn man eine gewisse Stufe erreicht hat, dann fliegen die Dungeons ein um die Ohren. Das hat natürlich auch mit der Klasse des Berserkers zu tun, ne? Mit dem richtigen Pilzeinsatz, habe ich euch ja auch gesagt, da führt halt kein Weg dran vorbei. Dann kommt der Berserker irgendwann und haut halt jeden Dungeon weg. Es kommt halt auf die gewisse Pilzanzahl an. So, ne, was man dann halt investieren möchte und irgendwann liegt jeder Gegner. Das ist halt das Prinzip des Berserkers. So, ne? Und deswegen schafft man diese Stufe zu dieser Zeit nach dem Serverstart auch nur mit dem Berserker. Das geht wirklich nur mit dem Berserker, diese Stufe. Weil alle anderen Klassen scheitern irgendwann an irgendeinem Gegner, wo man dann halt nicht mehr weiterkommt. Ne? Sei es denn irgendwie der Kundschafter, der bis dato mit die stärkste Dungeon-Klasse war, dann scheitert der irgendwann zumindest an einem Magier, weil der dann nicht mehr weiterkommt, weil der Kundschafter dann nicht mehr unendlich oft ausweichen kann. Der Patzpanther wollte ich gerade sagen, der Berserker, fangen beide mit B an, der Berserker kann aber trotzdem den Magiergegner unendlich oft angreifen. So. Und das ist da halt der Punkt, wo der Berserker im Vergleich zu jeder anderen Klasse halt immens im Vorteil ist. Ne? Der Dämonenjäger, der so als Dungeon-Klasse verkauft worden ist, der hat halt auch gelitten gegen die Magier, weil er sich da auch nicht wiederbeleben kann. Also die stärkste Dungeon-Klasse, der Berserker, und diese Stufe zu diesem Zeitpunkt nach dem Serverstart geht halt wirklich nur mit dem Berserker. Ja? Auf der einen Seite finde ich das immer ziemlich erschreckend, muss ich so sagen, nach dem Serverstart, dass man solche immensen Stufen erreichen kann, dass das möglich ist so. Ne? Auf der anderen Seite, ist der Content halt wirklich so optimiert und ausgelegt, dass es halt ja wirklich, also dass die Spielemacher ja wirklich so das möchten, dass man den großen Spielspaß hat in diesem Spielbereich, weil die meisten Leute danach sowieso dann wahrscheinlich die Lust und Laune an dem Spiel verlieren werden, ne? Weil danach wird es halt immer zäher, dann macht es nicht mehr so viel Spaß und dann dauert das alles immer länger, die Dungeons fallen immer weniger, es gibt halt weniger zu tun, so, ne? Und deswegen ist halt der Hauptteil des Spiels auf das Early Game ausgelegt und das Early Game ist halt auf jeden Fall bis Stufe 300 mindestens. Und da nachher fängt dann irgendwann das Midgame an bis, was weiß ich, Stufe 400, 450, 500 und da kommt dann nachher das Late Game so langsam ins Spiel. So ungefähr ist da meine Meinung zu. Ne, kann auch jeder eine andere Meinung zu haben, gar kein Problem. Aber das ist auf jeden Fall so die Meinung, die ich zu diesem Thema teile. So, ne? Und ja, das ist halt auch der Grund, warum viele Leute bei so einem Server dann starten, so einen fetten Account machen, wie jetzt zum Beispiel hier der Davalon, und dann aber auch schnell aufhören, vielleicht wieder auf dem Server, weil es dann danach ja eben keinen Spaß mehr macht. Das ist halt einfach, die Leute haben dann halt einfach daran Spaß, so schnell wie möglich Rekorde aufzustellen oder so schnell wie möglich der Höchste vom Server zu sein, und das sei auch nicht verübelt den Leuten, ne? Man verdanke ihnen auf jeden Fall auch so einiges. Sie finanzieren das Spiel auch zum großen Teil mit, was natürlich die Free-to-Play-Spieler jetzt so in dem Sinne vielleicht nicht machen. Dafür sorgen die Free-to-Play-Spieler allerdings für langzeitaktive Spieler. Das darf man den Free-to-Play-Spielern auch nicht verübeln. So, ne? Also ganz useless sind die Free-to-Play-Spieler auch nicht. Die leisten auch schon einen großen Beitrag dazu bei. Aber das Spiel muss sich halt auch finanzieren und das geht halt nur mit solchen extremen Payern, so, die für das Spiel so bezahlen. Natürlich auch durch viele kleine Käufer, so, ne? Durch mittelmäßige Pilzer, vielleicht durch die
Leute, die, zum Beispiel hier alle Leute hier, die ich jetzt gerade durchgehe, das sind halt auch alles Leute, die mindestens das 5 Euro, wenn nicht sogar 10 Euro Starterpaket geholt haben. Mit diesem Level wahrscheinlich sogar noch einen höheren Pilzeinsatz haben. Aber lass es mal so bis 500. Bin ich mir da auf jeden Fall sicher, dass die mehr als 10 Euro ausgegeben haben, also das 5er- und 10er-Paket haben, sogar deutlich mehr teilweise, ne? Und das lohnt sich dann halt auch wieder für so einen Serverstart, ne? Guck mal, hier geht es sogar noch bis in die Tausende, wir haben hier 15.000 Spieler auf dem Server, das hat sich, denke ich mal, schon wieder rentiert. Ja, gut, das auf jeden Fall zu Server 46, ne? So sieht das Ganze momentan aus. Glückwunsch hier an Bud Spencer, aka Davalon, der hier wieder mal sehr gut rasiert hat auf dem Server, ne? Und wieder eine kleine Machtdemonstration hingeliefert hat. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, jetzt werden die anderen so ein bisschen nachziehen, abends noch so ein bisschen, denke ich mal, mit den Leveln. Dann wird sich das noch so ein bisschen anpassen. Und ja, soweit gibt es jetzt erstmal, denke ich mal, nicht mehr viel mehr über den Server zu berichten in nächster Zeit. Die anderen werden jetzt halt alle nachziehen, denke ich mal. Und ja, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.